Unsere große Reise beginnt. Wir sind heute Morgen ganz früh los und fahren nach Hamburg. Und eigentlich beginnt gar nicht unsere Reise, sondern die Reise von Hermann, unserem Auto. Und wir werden den heute verschiffen von Hamburg nach Montevideo. Und das wird sicherlich total interessant. Dazu später mehr. Und jetzt fahren wir erstmal nach Hamburg. Schön, wir sind da. Hamburg. Overlander Shipping. Wir haben ganz lange gesucht und versucht, einen vernünftigen Shipping Agent zu finden. Ja, ich mache mal den Motor aus. Und die Kommunikation, die war mit einigen doch sehr komisch. Aber mit Overlander Shipping war die total cool. Und Ricardo Gomez ist der Chef von denen. Der hat sich auch gleich bei uns gemeldet. Wir kennen Ricardo bisher nur vom Telefon. Und heute werden wir Ricardo gemeinsam kennenlernen. Jetzt gehen wir mal rein in sein Büro, gucken, ob er da ist. So, und mal schauen, was er uns zu erzählen hat. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Mensch, Ricardo, schön. Servus. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Super klasse, ey. Hi, grüß dich, Alessandra. Habt ihr gut hergefunden? Ja, wir haben gut hergefunden, aber der Hamburger Verkehr, der ist ja echt der Horror, ja. Also das ist ja heute Morgen. Und aber, nervös, oder? Ja, absolut. Ja. Also, aber Braucht ihr nicht, braucht ihr nicht. Wir rocken das schon, wir kriegen das hin. Wir machen es nicht zum ersten Mal. Wir haben ja öfters Containerverschiffung, momentan sogar mehr denn je. Ich glaube, diese Woche haben wir, glaube ich, 7 Stück. Okay. 3, die ankommen, 4, die wegfahren. Alles klar, dann nimmst du uns jetzt den Stress sozusagen von der Brust und Genau. jetzt geben wir uns in deine Hände. Wir nehmen euch bei der Hand und regeln das schon und dann wird das schon. Perfekt, cool. Macht euch keine Sorgen. Natürlich haben wir eine Menge Fragen, Ricardo. Der Versand eines Vans oder Wohnwagens ist ein Prozess, der viele Schritte umfasst. Sich in der Vielfalt der Hafenpraktiken und Regeln zurechtzufinden, bereitet Kopfschmerzen. Ein Containerterminal ist wie ein unendliches Labyrinth, das aus riesigen Legosteinen besteht. Eine so große Reise braucht im Vorfeld sehr viel Organisation. Umso mehr, wenn man wie wir bis zum Ende an unserem Bus arbeitet. Der Druck war sehr hoch. Wir haben dann Ricardo kontaktiert. Nach ein paar E-Mails war alles organisiert. Am Ende war es leichter, als eine Fähre nach Griechenland zu buchen. Ja, cool, dass wir bei dir sind. Also freue mich, dass es geklappt hat. Sag mal, wie lange bist du eigentlich hier in Hamburg jetzt? Also ich bin seit 16 Jahren in Hamburg und mein Unternehmen Overlander Shipping habe ich damals 2020 gegründet, während Corona. Ja, gute Zeit, ja. Ja, genau. Ja, meine Frau war damals schwanger mit unserem Kind, mit unserer 2,5 Jahre alten Tochter. Und sie hat gesagt, warte mal bis nach Corona. Aber dann Corona war die richtige Zeit. Ich habe davor schon Reisemobilverschiffung gemacht, Ende 2017 angefangen, bei einer anderen Firma. Und es war ganz gut, weil die Leute kannten mich schon. Ich war so ein bisschen das Gesicht mit der Firma gewesen. Und das war ganz gut während Corona, weil wir dann auch einigen Leuten zurückgeholfen haben, Ja, klar, die abreisen mussten. Und dann halt ihr Fahrzeug dort stand und wir das alles organisieren mussten. Gerade aus Peru und Uruguay. Ja, das denke ich mir. Das ist ja ein Riesenproblem gewesen. Die standen mit ihren Fahrzeugen ja fest. Die konnten zwar nach Hause fliegen. Deutschland hat die ja zurückgeholt, aber die Fahrzeuge ja nicht. Das ist ja genau, richtig. Und da gibt es einige Länder, gerade im südamerikanischen Bereich, die haben da wirklich Komplikationen gemacht. Sehr viele Auflagen gehabt. Papierzeugs, Vollmachten, notarielle Beurkundung und Apostille und solche Geschichten. Und aufgrund dessen, dass ich portugiesischen Migrationshintergrund habe und ein bisschen Spanisch spreche, war das kein Problem. Das heißt also,
Du selber, dadurch, dass du die Sprache auch sprichst, hast natürlich auch Kontakte in den Häfen und nimmst die Leute dann auch an die Hand, dass die beim Ausladen, Beladen sozusagen von Südamerika wieder zurück auch eine Hilfestellung haben. Ist das richtig? Genau, richtig. Also wie gesagt, die Sprache ist natürlich ein großer Vorteil. Ich war vor 4 Jahren auch mal in Montevideo selber gewesen und in Argentinien beispielsweise. Da habe ich die Agenten damals selber akquiriert und auch mit denen persönlich gesprochen. Und seitdem haben wir eine gute Geschäftsbeziehung. Wichtig ist natürlich, dass unsere Agenten sich auch auskennen mit touristischen Fahrzeugen. Weil es gibt Agenten wie Sand am Meer, aber die haben dann eher so Ware an ihrem Programm. Und wenn es dann um touristische Einfuhr mit Temporary Import Permits und sowas geht, da kann es manchmal zu Komplikationen kommen. Und dann ist es immer ganz gut, dass wir jemanden haben, der sich mit den Anforderungen unserer Kundschaft oder unserer Reisenden auskennt. Genau. Ja, und über die Jahre haben sich noch andere Verbindungen aufgebaut. Wir haben in Afrika zum Beispiel auch an manchen Häfen sehr gute Agenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Das gilt für Südamerika allgemein, von Uruguay, Argentinien über Kolumbien, Chile, Peru. Dann Mittelamerika haben wir Agenten in Panama, in Veracruz. Wenn einer zum Beispiel eine Verschiffung machen möchte zwischen dem Darien Gap. Aber nicht nur Südamerika, ihr fahrt ja auch Afrika etc. pp. Wo geht's überall hin? Ja, also wir fahren wir haben schon ein breit gefächertes Fahrtgebiet, wo wir überall hinfahren. Wir fahren natürlich auch viel nach Nordamerika. Wir fahren nach Afrika, südliches Afrika ist da gefragt, wie Namibia, Walfish Bay zum Beispiel ist dort der Hafen. Oder auch Kenia, Tansania, diese Geschichten. Wir machen aber auch Cross-Trades. Das ist jetzt ein Term aus dem Fachjargon. Okay. Cross-Trades heißt, wir bieten Verbindungen an, die jetzt nicht von und nach Europa gehen, sondern auch zwischen anderen Kontinenten. Das heißt, wir verschiffen zum Beispiel auch von Kenia auf die saudi-arabischen Halbinseln, zum Beispiel in den Oman. Das kommt dadurch zustande, dass zum Beispiel in Afrika man eine Carnet de Passage braucht, also dieses Zolldokument, das man beim ADAC bekommt. Und Äthiopien zum Beispiel akzeptiert das nicht. Die Kunden müssen dort eine Sicherheitsleistung an der Grenze hinterlassen, wenn sie das Land durchqueren möchten und wissen dann hinterher nicht, ob sie das Geld zurückbekommen. Okay, und deswegen vermeiden viele Äthiopien und versuchen dann direkt von Kenia oder von Tansania auf diese saudi-arabischen Halbinseln zu verschiffen. Sowas als Beispiel. Okay, aber das heißt also, man kann mit euch eigentlich überall in der Welt hinfahren? Oder gibt es da Einschränkungen, wo ihr sagt, das geht nicht? Es gibt natürlich einige Kontinente, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Das ist zum Beispiel Australien oder Neuseeland, weil die sehr strenge Einfuhrbestimmungen haben. Wichtig ist natürlich, dass in jedem Land wir auch einen Agenten haben, der eine reibungslose Abwicklung gewährleisten kann. Das heißt, der muss sich auch ein bisschen auskennen mit touristischen Fahrzeugen, weil wenn du jetzt nach Timbuktu verschiffst, als Beispiel, und die haben noch nie ein touristisches Fahrzeug gesehen, dann werden sie mit irgendwie einer Einfuhr vom Zollpapier für Ware ankommen, was der Sache dann halt nicht entspricht. Also das ist wichtig. Die Verbindung, die wir anbieten, da ist gewährleistet, dass wir da eine smoothe Zollabwicklung haben. Und das nächste, was ich noch dazu sagen muss, ist ganz unterschiedlich, weil wir haben ja einmal die Ro-Ro-Verschiffung und einmal die Containerverschiffung. Die Ro-Ro-Verschiffung, also Roll-on, Roll-off, da wird das Fahrzeug auf das Schiff gefahren. Das heißt, es sind Schiffe, die praktisch Fahrzeuge transportieren. Hauptsächlich kommt Ro-Ro aus der Neufahrzeugindustrie, weil überall, wo Fahrzeuge gebaut werden, neue Fahrzeuge müssen die auch irgendwo ausgeliefert werden und auf diesen Routen fahren halt die Ro-Ro-Schiffe. Das heißt, sie liefern Fahrzeuge aus und sammeln neue Fahrzeuge ein, die dann woanders weitergehen. Und da ist es zum Beispiel so, dass Ro-Ro nicht alle Länder abdeckt, weil in manchen Ländern einfach keine Fahrzeuge produziert werden oder ausgeliefert werden. Es ist ja auch ein bisschen größenabhängig. Ne? Also habe ich jetzt ein Fahrzeug, was im Container passt, was containisierbar ist, wie bei uns, dann ist das super. Aber habe ich jetzt ein Fahrzeug, was die Höhe zu hoch ist, dann muss ich ja Ro-Ro nehmen, oder? Genau, also da komme ich gleich dazu. Also zu Containern allgemein, Container, da kann man fast alles darstellen, weil jeder großer Containerräder oder die haben überall ihre strategischen Umladepunkte. Das heißt, damit sie
alle Gebiete mit Containern versorgen oder mit Waren etc. Und da haben wir doch schon eine gewisse Flexibilität, was Containerverschiffung angeht. Ein wichtiges Thema ist natürlich die Einfahrtshöhe beim Container. Da passen nicht alle Fahrzeuge rein. Wir haben ja 2 Arten von Container, die jetzt standardmäßig verfügbar sind. Das ist einmal der kleine 20-Fuß-Container, der ist knapp 6 Meter lang, hat eine Einfahrtshöhe von 2,29 Meter und eine Innenhöhe von 2,39 Meter. Das heißt, wir müssen die 2,29 Meter beim kleinen Container für ein Fahrzeug wuppen. Da arbeiten wir auch ein bisschen mit Luft rauslassen etc. oder Federn abspannen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, je nach Fahrzeugmodell. Aber die nächste Containergröße ist der 40 Fuß High Cube Container. Der hat eine Einfahrtshöhe von 2,59 Meter und eine Innenhöhe von 2,69 Meter. Und da passt halt mehr rein. Der ist auch 12 Meter lang. Okay, alles klar. Und das ist nämlich das Tolle, was wir jetzt auch machen bei euch. Wir bieten ein Container-Sharing an. Das heißt, 2 Reisende, die das gleiche Ziel haben, zum ungefähr gleichen Zeitraum, bringen wir zusammen. Wir helfen auch gerne bei einer Containerpartnersuche. Wir kündigen das vorher an, gleichen das mit unserer Datenbank ab. Und dann passen auch 2 Fahrzeuge, die jetzt die Einfahrtshöhe schaffen und nicht länger sind wie 6 Meter, in so einen 12 Meter langen High-Cube-Container rein. Also das muss ich auch mal sagen, das hat bombig gut geklappt. Also wir haben miteinander telefoniert und hatten innerhalb von, ich glaube, 4 Tagen hast du uns den Containerpartner besorgt. Und gerade einen Containerpartner zu finden, ist ja oft ein Problem. Das heißt, Overlander Shipping nimmt es in die Hand und das macht es natürlich viel leichter, wenn man sich darum nicht mehr kümmern muss, nicht irgendwelche mit zigtausend Leuten kommunizieren muss, wann das denen denn passt, irgendwann zu reisen, sondern das habt ihr wirklich ganz toll für uns organisiert. Ja, also da haben wir auch so ein kleines Erfolgsgeheimnis. Also das Ding ist, es gibt mittlerweile auch Containerbörsen, wo sich Leute Containerpartner finden können. Die sind leider ein bisschen unpersönlich und wir versuchen, die Leute auch zusammenzubringen, dass sie mal miteinander gesprochen haben. Und wenn man miteinander spricht, wie es so schön heißt, dann findet man immer eine Lösung oder einen Termin, wo man abstimmen kann. Und das ist so ein bisschen unsere Stärke, dieses Persönliche, dass wenn man bei uns anfragt, wir auch gucken, wir können es nicht immer versprechen, aber solche Zielländer wie nach Montevideo oder von Montevideo zurück oder nach Namibia oder Kolumbien. Oder Darien Gap, was du vorhin angesprochen hast. Darien Gap machen wir auch. Da sind wir auch sehr aktiv, auch mit Container und Roll-on, Roll-off. Da haben wir auch einen Partner. Das heißt, wenn einer jetzt nach Panama im Container verschifft oder von Panama zurück, dann ist in unserem Paket sogar 2 Tage Aufenthalt auf dem Campingground gratis mit dabei. Ah, cool. Ja, das haben wir noch nicht viel Werbung für gemacht, aber das kommt jetzt demnächst. Aber das bieten wir jetzt schon an, die da anfragen. Und lauter solche Geschichten. Also es ist wichtig heutzutage auch, dass man eine gewisse Kooperation hat, auch mit anderen Unternehmen, die vielleicht das Gleiche machen im Ausland, einfach damit man dem Kunden oder dem Reisenden einen guten Service und eine gute Betreuung anbieten kann. Ja, gibt es eigentlich irgendwelche Sachen, die man nicht mitnehmen sollte oder nicht in sein Auto packen sollte, wenn man es verschifft? Also gibt es da irgendwelche Regeln? Ja, selbstverständlich. Also die Reeder achten natürlich darauf, dass alles, was entzündlich ist oder explosiv, dass sowas nicht im Fahrzeug ist. Also alles, was irgendwie Brandbeschleuniger etc., irgendwelche Spraydosen oder Gas ist halt auch immer so ein Thema. Es dürfen natürlich auch keine Drogen an Bord sein, das ist ganz wichtig. Also alles, was Pistolen, also überall, was man für einen Waffenschein braucht oder Gewehre, sowas sollte man auch nicht dabei haben. Okay, das ist ja klar, aber ich frage eigentlich mehr für meine Frau, sie ist ja Italienerin und wir reden hier über Tomatensauce, Pasta, Marmelade von der Mama, also Alessandra ist da ausgestattet, aber haben wir damit Probleme? La Pizza, Spaghetti. Nein, solange alles original verpackt ist, ist es gar kein Problem. Also nach Uruguay zum Beispiel, wie bei euch, ist das nicht kein Problem. In Mexiko sehen sie das zum Beispiel doch eher ernster, da wäre das ein Problem. Aber nach Montevideo, solange es original verpackt ist, wird da auch keiner was sagen. Also, bevor wir aber zum Hafen fahren, habe ich noch eine Frage an dich. Ja, Erzähl mir doch mal deine kurioseste Geschichte, die dir bisher hier untergekommen ist, seitdem du Fahrzeuge transportierst. Ja, also unsere Kunden sind alle total entspannt, zu 99% muss ich dazu sagen. Es macht richtig Spaß. Aber wir hatten letztes Mal tatsächlich in den USA so einen Vorfall. Da ist jemand eingereist, war alles abgesprochen, dass er als Tourist einreist, ganz normal. Wir haben alle Formulare beantragt. Und da hat er das Gespräch mit dem Zöllner gehabt und dann hat er dem Zöllner gesagt, er hat vor, dauerhaft in den USA zu bleiben, auf längere Zeit. Das mögen die sehr gerne. Ja, und er hätte noch ein Gewehr dabei, was er uns geschrieben hatte. Und das möchte er gerne anmelden. Also sofort gingen dann alle Lampen an bei den Zöllnern. Die haben gesagt, hey, das Auto wird nicht mehr angefasst, es muss jetzt separat in ein Warehouse. Wir müssen es auseinandernehmen.
Und so war es leider. Die haben dann, glaube ich, 5.000 $ noch genommen für den ganzen Transport und für den ganzen Aufwand. Und der Kunde hat wie durch ein Wunder dann sein Fahrzeug noch bekommen und durfte dann doch noch weiter reisen. Aber sowas sollte man natürlich nicht machen, ne? Also wenn man als Tourist einführt und mit dem Zöllner spricht, dann sollte man dann schon aufpassen, was man sagt. Ne? Schier unglaublich. Aber es gibt die verrücktesten Leute und diese süße Ehrlichkeit ist ja dann auch noch gut, dass man am Ende noch sagt, da ist nicht aber noch eine Waffe hinten drin. Ja, aber sowas hat man manchmal. Also ich habe auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Kunde gehabt, der hatte so ein kleines Offroad-Fahrzeug, das hat er nach Kanada verschifft. Und der hat dann zum Beispiel so eine kleine Bordanleitung geschrieben und hat dann drauf geschrieben, bitte behandelt mein Fahrzeug gut und wenn es möglich wäre, schickt mir doch mal ein Bild über Instagram, hat seine Instagram-Adresse angegeben, dann weiß ich, dass es in guten Händen ist. Und dann hat er tatsächlich eine Nachricht über Instagram bekommen, wo sein Auto abfotografiert war im Schiff mit einem Daumen hoch und wo drauf stand, wir passen auf dein Auto gut auf. Mach dir keine Sorgen. Ach, also das war sehr süß, auf jeden Fall. Nee, dann habe ich jetzt keine Angst mehr, dann können wir jetzt wirklich... ja, das war jetzt ein Ausnahmefall. Eigentlich darf man auch keine Fotos machen auf dem Schiff, aber der Mitarbeiter wollte auch undercover bleiben. Aber sowas fand ich eine nette Geste, auf jeden Fall. Ja, aber dann fühle ich mich wirklich in guten Händen, dann können wir unseren Hermann jetzt bei dir in die Kiste packen und sehr gerne. Da freue ich mich drauf. Super. Auf geht's. Jo. Die Aufregung steigt, wir fahren Richtung Hafen. Und hinter Ricardo hinterher durch Hamburg. Und ja, jetzt wird das Auto verladen. Wir haben so lange drauf gewartet. Ich fange schon an zu schwitzen langsam. Ja? Also Hammer. Ja, auf jeden Fall kommt er jetzt in die Kiste. Ich denke, das wird gar nicht so lange dauern. Und ja, dann geht's los. Dann beginnt unsere Reise. Madre mia! Ja, das war unglaublich knapp und sich da am Auto vorbeizuquetschen, überhaupt nicht einfach mit meiner Wampe. Jetzt wird das Auto natürlich noch verschnürt, ordentlich verbunden in beide Richtungen, also verzurrt, damit es sich bei Seegang nicht löst. Und jetzt kommen noch unsere beiden Container-Buddies rein, mit denen wir uns den Container teilen. Ja, und dann sind wir geladen. Okay. Ja, Motor aus, erste Gas, dann Bremse. Das Siegel hast du dran genommen? Nein. Okay. Super, super. Was ist das? So. Ja, das Auto ist geladen. Wir fahren jetzt zum Bahnhof mit Ricardo und dann geht's wieder ab nach Berlin. Also, wir sind total fertig. Wir sitzen jetzt in der Bahn, fahren nach Hause. Und das war echt ein anstrengender Tag. Also heute Morgen, wann sind wir losgefahren? Um 5, ne? Ja.
Ja, war echt früh. Naja, auf jeden Fall war das total cool. Ricardo Gomez, danke nochmal. Danke, obrigado. Obrigado. Also er hat uns echt an die Hand genommen, uns ja, gut geleitet, also man hat sich nie verloren gefühlt. Das war super und wir waren jetzt am Ende noch schön portugiesisch essen. Also, Ja, sehr lecker. das war echt total cool. Auf jeden Fall ist die erste Etappe unserer großen Reise erledigt. Wir haben noch wie viel? 14 Tage noch. More or less, ja. 14 Tage, dann fliegen wir. Und für heute ist aber Schluss. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.